primus sacramentum Christum terat sude materium sanguis acquia sanctorum sanctum omnium importor. Born as Anna Elizabeth Michel on September 21, 1952 in West Germany to a Roman Catholic family, Michel was raised along with three sisters by her parents. She was a deeply religious person raised by deeply religious parents. In June 1970, Michel had a seizure and was prescribed anticonvulsion drugs for the first time, which did not alleviate the problem. She described seeing devil faces at various times of the day. That same month, she was prescribed medicine used in the treatment of various psychoses including schizophrenia, disturbed behavior and delusions. By 1973, she began experiencing depression, hallucinated while praying and complained about hearing voices telling her that she was damned and would rot in hell. Michel's treatment in a psychiatric hospital did not improve her health and her depression worsened. Long-term treatment also did not help, and she grew increasingly frustrated with her medical care after having taken pharmacological drugs for 5 years. Michel became intolerant of Christian sacred places and objects, such as the crucifix. Michel's family and community became convinced that she was possessed and consulted several priests to request an exorcism. Michel worsened physically and displayed aggression, injured herself, drank her own urine and ate insects. Despite taking these neuroleptic medications, Michel's symptoms worsened and she began growling, seeing demons, throwing things. The priest Father Ernst Alt declared that Michel didn't look like an epileptic and that he did not observe her experiencing seizures. Alt believed that she was suffering from demonic possession. In September 1975, Bishop Joseph granted Father Arnold Renz permission to perform an exorcism in total secrecy. Renz performed the first session on September 24. Her parents stopped consulting doctors at her request and relied solely on the exorcism rites. A total of 67 exorcism sessions, 1 or 2 each week lasting up to 4 hours each, were performed over approximately 10 months in 1975 and 1976. Toward the end of her life, Michel began to refuse food. The exorcism was recorded in tapes. Anneliese confessed that she was possessed by 6 demons. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlafen. Wann bist du überhaupt hier? Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Sie in alle Ewigkeit. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 immer. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den hat er im 8. Monat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigste beten. Die wenigste. Ja. Und in Kirche wird auch mal der wenigste Gebet, weil die Herr Pfarrer ja das für unmodern hat. Ja. Ja. Alle? Fast. Oh, die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Ah! Warum bist du für die Rosenkranz? Warum?
Warum? Ja, warum? Weil ich nie über die Tafel. eine... Nein, ich sag's nicht. Ich wird diese Idee. Weil eine starke... Halsmaul! Ja! Weil eine starke Waffe ist. Gegen Satan Ja! und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Ich muss es jetzt sagen. Der Rosenkranz eine gewaltige Macht gegen Ja! Satan und alle Dämonen. Aber das glauben nicht viele. Die halten es hier nur als Weibezeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja. Ihr. Ja. Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Rosenkranzmonat. Der Ausklinge verstellt nach nichts. Dem ist das Geld zu schade für. Der kostet ja was. Bei dem schon. Ja. Zeit oder auch Geld für. Ach so. Die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aha. Aber die Drecksau, die Bäden, ja, das kann ihnen noch ihr Glück sein. Aber das Ding, das gäbe es auch immer die Drecksau, das haben die ihnen eingepflanzt. Du meinst die heilige Kommunion? Ja, ja! Wollt ihr das nicht haben? Oder sind die Hände gut? Das haben wir sehr gerne. Sehr gerne. Sehr sogar. Ja. Ja! Müssen Sie der Drecksau aus Westbusch sagen, kapiert? Aber das ist vor allem im Auftrag von dir doch. Was frisst du das nicht? Noch mehr. Halt dir mal! Ja, die Kirchenbank muss wieder rein. Scheißding. Kirchenbank. Ja. Kommunion. Ja! Einfacher die Mitte. So shit. Noch mehr. Die müssen als Priester erkennbar sein. Und zweimal, kapiert? Noch mehr. Ja. Noch mehr. Heiraten dürfen sie auch nicht. Ein Auftrag von dir. Ja! Noch mehr sein. Und in den kirchlichen Dienst dürfen sie auch nicht mehr eintreten, wenn sie das gemacht haben. Warum nicht? Darum. Und es muss gebetet werden. Warum? In den Kirchen. Und in den Familien. Und vor allem das Scheiße. Ja! Soll ich da schon nichts mehr, oder dass der Gift aufnimmt? Vergesse du der Sache wieder. Noch mehr. Nein! Ich bin Nero! Ich bin
bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. Toll, ne? Nein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage die ganze Wahrheit. Ich bin der Vater der Lüge und Wahrheit sage ich nicht. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir. Sage die ganze Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, für die scheiß Ding tragen muss zum Beispiel. Zum Beispiel wann? Oh, Sie müssen als Priester erkennbar sein. Ja, das nehme ich an. Wie der Annette und der aus Aschenbeichte. Oder die Drecksau da draußen. Oh. Alles zu sagen, was du zu sagen hast. Im Namen Jesu und im Namen sollen zur Beichte gehen. Und zwar im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir, Nein! alles zu sagen. Im Namen Jesu und Scheißding. Das Scheißding, das schmeiß ich überall raus. Aber zum Glück geht ja fast niemand mehr. Nein, das Scheißding. in was? In Beispiel. Persönliche Beichte. Bekennen. Nein! Sage die Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes. Ja! Ja! Du sagst noch mehr jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir, alles zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Von wem ist Anneliese verflucht worden? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage alles. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Mit ihrem Jesu. Scheißding wurde doch. Im Namen. Ich vergaß ihn. Im Namen Jesu. Ich reiß ihn aber ohne. Dir unreiner Geist alles zu sagen. Im Namen Ich bin des nicht Vaters unrein, und des no. Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir unreiner Geist alles zu sagen. The bizarre sounds have come from tapes recorded during some 70 visits that two Catholic priests made to the home of Anneliese Michel. For 11 months preceding her death, they tried to drive away the demons that the woman, her parents, and the two priests were convinced possessed her. On July 1, 1976, Michel died in her home. The autopsy report stated the cause of death as malnutrition and dehydration resulting from almost a year in a state of near starvation while the rites of exorcism were performed. She weighed 30 kilograms, 66 pounds, was unable to move without assistance and was reported to have contracted pneumonia. In 1976, the state charged Michel's parents and priests Ernst Alt and Arnold Renz with negligent homicide. The trial began in 1978. A series of doctors who have testified at the trial have all basically told the court that the woman died of a combination of epilepsy, mental disorders and an extreme religious environment. Both priests have told the court they remain convinced that the woman was possessed, and that her death finally freed her. The parents also remain convinced that she was possessed. Michel's parents and the two Roman Catholic priests were found guilty of negligent homicide and were sentenced to 6 months in jail as well as a fine. The bishop maintained that his actions were all within church law. However, the court was trying to protect the church hierarchy. In a conference several years later, German bishops retracted the claim that she was possessed. What do you think about this case? Let us know your theories in the comments down below and don't forget to like and subscribe to the channel.